Machen wir hier einen Schnitt, kommen zum nächsten Thema. Diese Woche steht ganz im Zeichen des 7. Oktobers, des Jahrestages des Hamas-Terrors gegen Israel. Am 7. Oktober wurden so viele Juden getötet wie seit dem Holocaust an einem Tag nicht mehr. Haben Sie diesen Jahrestag für eine persönliche Geste der Solidarität genutzt, Frau Wagenknecht? Ja, was kann man angesichts dieses Schreckens an Solidarität bekunden? Also ich habe mich dazu geäußert. Ich fand das auch vor einem Jahr schon entsetzlich, was da geschehen ist. Ich finde aber auch entsetzlich, was seitdem geschehen ist. Aber haben Sie eine Gedenkveranstaltung zum Beispiel besucht? Gab's ja an dem viele. Tag keine Gedenkveranstaltung besucht, aber ich habe mit Bürgern und Bürgern gesprochen. Und das Schlimme ist ja, dass dieser islamistische Terrorismus natürlich eine große Gefahr ist, dass aber die Art und Weise, wie Israel reagiert hat, mit dieser schrecklichen Kriegsführung jetzt auch im Gazastreifen, wo inzwischen 40.000 Menschen gestorben sind. Ich würde gerne noch einen Moment bei der Solidarität erstmal bleiben, bevor wir zu dem großen Ja-Aber kommen. Nein, das ist kein Ja-Aber, sondern es hilft dem islamistischen Terrorismus, wenn man auf diese Art reagiert. Und das ist einfach genauso ein großes Verbrechen, weil hier sind Unschuldige gestorben, hier sind Kinder gestorben. Frau Wagenknecht, da wollen wir gleich zu kommen. Ich möchte einmal jetzt gerne von Frau Weidel hören, ob sie Solidarität gezeigt hat in irgendeiner Weise am 7. Oktober. Ich habe mich öffentlich dazu geäußert, auch schon im letzten Jahr. Und ich bespreche das also nicht auf einer öffentlichen Gedenkveranstaltung, sondern warum nicht? Ich bin mit meinen jüdischen Freunden in mich gegangen. Und mich haben die Bilder schockiert. Was mich auch schockiert hat, war, dass es eigentlich reflexartige Solidaritätsbekundungen gegeben hat aus der Regierungsbank, aber letztendlich überhaupt gar nicht gehandelt wurde. Ganz im Gegenteil, Frau Baerbock lädt sich Israel-Hasser zum Dinner ein, kann überhaupt gar nicht differenziert in dieser Frage argumentieren. Deutschland fehlt die außenpolitische Linie. Und das ist etwas, was wir auf jeden Fall aufarbeiten müssen. Ich habe mit Schrecken, um das auch noch mal mit einzubringen, Frau Wagenknecht hat es angesprochen, mit Schrecken auf das reagiert, was hier auf den deutschen Straßen los ist, am muslimischen Antisemitismus. Die Ausschreitungen in Berlin, in Frankfurt, in den Großstädten, dieser Konflikt wird auf unsere Straßen getragen. Und ich kann Ihnen einfach nur eins sagen, ich habe das am Dienstag bereits gesagt, im Nachgang dieser schrecklichen Krawalle hier auf unseren deutschen Straßen. Wenn die AfD in der Regierung säße, wären diese Menschen, die hier die Krawallbrüder sind, nicht mehr in diesem Land. Es gibt ja auch traditionell Antisemitismus auf der rechten Seite. Können Sie sicher sein, dass keine Mitglieder oder Anhänger Ihrer Partei Judenhass auf deutschen Straßen zum Ausdruck bringen? Nein, ganz im Gegenteil. Wenn Sie sich die Rede zum 7. Oktober von Alexander Gauland im letzten Jahr angehört haben, dann werden Sie feststellen, dass das die differenzierteste und solidarischste Rede für Israel gewesen ist. Israel kämpft gerade um seine Existenz. Und das müssen wir einfach konstatieren und festhalten. Dort ist ein Konflikt gewachsen mit israelfeindlichen Nachbarn. Eine Reaktion hat zu einer Gegenreaktion geführt. Die deutsche Bundesregierung kann sich auch hier nicht reinwaschen. Sie fördert mit deutschen Steuergeldern UN-Hilfswerke, die Palästinenser als auch die Terroristen und auch Kinder aufhetzen gegen Juden. Das muss man auch einfach festhalten. Die AfD hat im Übrigen in den Deutschen Bundestag einen Antrag vor vielen Jahren zu diesem Thema schon eingebracht, dass diese Gelder gestrichen gehören. Und es wurde natürlich wieder von allen abgelehnt. Und im letzten Jahr war es dann soweit. Schreckliche Bilder, was sie da mit dieser Frau gemacht haben, also mit den Frauen, die sie dort verschleppt haben, die Menschen, die dort umgebracht wurden. Ich will das jetzt auch gar nicht so in der Breite diskutieren. Es hat mich enorm letztes Jahr emotional berührt. Ja. Und dementsprechend habe ich das auch so entschieden, dass ich mit meinen Freunden das begehe.